Was ist SEO? In diesem kurzen Video beantworten wir all deine Einsteigerfragen zu Suchmaschinenoptimierung. Was bedeutet SEO? Wie funktionieren Suchmaschinen? Welche Bedeutung hat Nutzerzentriertheit für Suchmaschinenoptimierung? Dann machen wir ein kurzes SEO 1x1 und zu guter Letzt klären wir die Frage, was ist der Unterschied zwischen Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung? Lass uns starten. Was bedeutet SEO? Suchmaschinenoptimierung, Englisch Search Engine Optimization, kurz SEO, sind Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit bei Suchmaschinen wie beispielsweise Google. Das Ziel ist, mehr qualifizierte Besucher auf die eigene Webseite zu bekommen. In Europa ist es jetzt so, dass Google der absolute Platzhirsch ist. Sie haben derzeit einen Marktanteil von 89,2%. Was Suchmaschinen machen, ist, sie durchsuchen das Internet nach Dokumenten, bauen einen Index mit den wichtigsten Seiten auf und dann, wenn jemand einen Suchbegriff eingibt, wie jetzt in diesem Fall beispielsweise Infrarotheizung, dann liefern sie möglichst die besten Ergebnisse zu diesem Suchbegriff aus. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz oder anhand eines Beispiels erkläre ich ganz kurz, wie Suchmaschinen das grundsätzlich ungefähr machen. Sagen wir, du bist Bibliothekar und du hast aber alle Bücher der Welt zur Verfügung und Kunden kommen zu dir und haben haben ganz spezifische Fragen zu gewissen Themen. Das heißt, du kannst ihnen nicht nur das passende Buch ausliefern, sondern du musst sogar die passende Seite in diesem Buch ausliefern. Das heißt, du brauchst das perfekte System, also den perfekten Algorithmus, um jeden schnell und einfach das relevanteste und zusätzlich das seriöseste Ergebnis, also die genaue Seite, auszuliefern. Dazu müsstest du dir jede einzelne Seite durchlesen und herausfinden, welche Bücher wo referenziert sind. Und so könntest du dann jeden Kunden genau die Seite ausliefern, die genau seine Frage beantwortet. Und das ist gewissermaßen, was Suchmaschinen wie Google und Bing machen. Und hierbei ist es natürlich wahnsinnig wichtig und deswegen ist das Thema jetzt auch in diesem Video enthalten, Nutzerzentriertheit. Weil der Nutzer hat ein bestimmtes Problem oder eine Frage und sucht nach einem entsprechenden Begriff. Und Google liefert dann Suchergebnisse aus, wie wir jetzt gesagt haben, und die müssen genau der Suchintention des Nutzers entsprechen. Und der Grund, wieso für Google die Nutzerzufriedenheit so wichtig ist, ist, dass Google über Anzeigen Geld verdient. Und nur wenn der User immer zufrieden ist mit den Suchergebnissen, können sie Werbern Anzeigen verkaufen und somit Geld verdienen. Das heißt, hier sehen wir schön, hier oben sind eben die Anzeigen, wie man hier sieht, und das sind die organischen Ergebnisse. Und nur wenn die organischen Ergebnisse gut sind, werden die User immer wieder zu Google zurückkehren und so kann dann Google diese Anzeigen an Werber verkaufen. Und jetzt machen wir ein ganz kurzes SEO 1x1 mit den wichtigsten Begriffen. Und zuerst einmal, SEO wird aufgeteilt in zwei Teilbereiche, und zwar On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung. Und wie der Name schon vermuten lässt, spielt sich die On-Page-Optimierung auf deiner eigenen Webseite ab. Das kann sein, dass man ganz grundlegende Sachen, dass man die Title-Tags ausfüllt und Meta-Descriptions, dass man die Ladezeiten optimiert und so weiter und so weiter. Dazu gibt es einen umfangreicheren Artikel hier. Dann bei der Off-Page-Optimierung ist es so, das spielt sich logischerweise abseits der Webseite ab. Da geht es jetzt um Verlinkungen und eventuell auch Erwähnungen auf anderen Websites. Und dazu gibt es auch einen wunderschönen Ratgeber für alle, die sich weiter informieren würden. Was jetzt wichtig ist, beides ist wichtig. Man kann nicht nur einen Teilbereich erfüllen und dann sich erwarten, dass man extrem gut rankt, vor allem nicht in, sagen wir mal, umkämpfteren Nischen. Und was man da aber schon raushört, ist, zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren bei Suchmaschinen gehören Relevanz über Inhalte oder wir nennen das Content und Popularität oder Autorität über Verlinkungen und die nennt man im SEO-Bereich Backlinks. Und wie wir schon gesagt haben, die Inhalte, die man ausliefert, müssen dementsprechend, was der Nutzer zu diesem Suchbegriff sehen will, was nicht immer ganz so einfach ist. Und Verlinkungen oder auch Verweise oder Backlinks sind für Google nichts anderes als Empfehlungen für deine Webseite. Und da haben wir ein kurzes Beispiel, zum Beispiel haben wir einen Artikel verfasst für Trusted Shops und aus diesem Artikel verlinkt Trusted Shops zu Evergreen Media. Und dieser Verweis ist gewissermaßen eine Empfehlung von Trusted Shops an Evergreen Media für Google. So, und jetzt zu guter Letzt
klären wir kurz die Frage nochmal, was ist der Unterschied zwischen Suchmaschinenoptimierung, SEO und Suchmaschinenwerbung, SEA. Bei SEA geht es um die bezahlten Suchergebnisse. Diese werden eben oberhalb und teilweise auch unterhalb der organischen Suchergebnisse angezeigt. Und SEA ist nichts anderes als Werbung, das heißt, wer bezahlt, darf mitspielen. Und der große Vorteil ist, sobald ich meine Google Ads beispielsweise starte, geht es sofort los und ich habe mehr Besucher auf der Webseite zu ausgewählten Begriffen. Aber ich bezahle für jeden Klick. Und der Preis pro Klick ist relativ stabil. Natürlich gibt es Möglichkeiten, diesen zu optimieren, zu reduzieren, aber grundsätzlich ist der sehr stabil und sobald man aufhört zu bezahlen, ist das Ganze vorbei und es kommen keine Besucher mehr. Hingegen bei SEO ist es so, das geht um die organischen Suchergebnisse. Und die organischen Suchergebnisse, Platzierungen vorne, kann man sich nicht erkaufen, sondern muss man sich verdienen. Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel Suchmaschinenwerbung, also beispielsweise Google Ads, irgendwelche Auswirkungen hat, dass man besser platziert wird, sondern man muss sich das über gewissermaßen zufriedene Nutzer verdienen. Und es ist eben das Herzstück von Google grundsätzlich. Und wer hier oben steht, ist in Googles Augen gewissermaßen, hat die meiste Autorität zu diesem Thema und liefert das relevanteste Ergebnis zu diesem Thema. Und das Coole an SEO im Vergleich zu SEA ist, man profitiert langfristig und man kann sehr viel mehr profitieren, weil SEO im Vergleich zu SEA ungefähr das 20-fache Traffic-Potenzial hat. Und der Vorteil bei SEO, eben der größte Vorteil aus meiner Sicht ist, man zahlt zwar nicht pro Klick, aber gewissermaßen Arbeitszeit ist ja auch gewissermaßen eine Investition und langfristig sinkt der Preis pro Klick drastisch. Das heißt, anfangs ist der Preis pro Klick relativ hoch, aber langfristig wird der Preis immer geringer und es wird immer leichter, neue Themen zu erobern und mehr Traffic so zu generieren. Und das ist eigentlich der Vorteil gegenüber SEA, wobei ich immer sage, beides ist wichtig. Jeder sollte SEA und SEO machen, weil sich diese beiden Online-Marketing-Kanäle perfekt ergänzen. Ich hoffe, ich konnte zu SEO deine grundlegenden Fragen beantworten und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald.